Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir sind wieder auf dem Projekt-Account hier von Shakes and Fidget Hardcore, ja, SF Survival oder keine Ahnung, ich habe noch nicht so einen direkten Namen dafür oder One Death Challenge, One Death, One Chance, One Opportunity, ja, My Arms are heavy, Mom's Spaghetti. Ja, ne, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich finde das Projekt ziemlich nice. Ich erfreue mich da jeden Tag dran und das ist mal wieder seit langem eine Sache, wo ich so dachte, ey, Alter, da war ich mal Wochenende jetzt mal einen über den Durst trinken gewesen und dann kam mir gleich so eine Idee, habe ich mir so gedacht, müsste ich öfter mal einen trinken, ja, aber dich nachmachen, ja, trinken ist gar nicht gut. Ja, hab's auch direkt wieder gemerkt beim Sport, dass man da dann halt auch wieder erstmal wieder reinkommen muss, nachdem man so ein Wochenende einen durchgezecht hat. Ja, naja, aber auf jeden Fall für YouTube und das Projekt ist es ganz nice. Dass mir hier so eine Idee gekommen ist, ganz cool. Hab auch schon gesehen, dass ein, zwei Leute das auch von euch gestartet haben, deswegen Grüße gehen raus an der Stelle, ja. Und bei uns ist jetzt momentan gerade Tag 3 angebrochen, ja. Survival, Tag 3, wir sind still alive, ja, wie staying alive, wie die Bee Gees wahrscheinlich sagen würden. Und ja, ich werde das dann jeden Tag hier auch aktualisieren. Wir gucken ins Postfach. Wir wurden tatsächlich, gegen alle meine Erwartungen hätte ich nicht gedacht, dass wir immer noch an Tag 3 existieren, dass wir survived haben, dass wir überlebt haben. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, aber war ja auch nie gute Mathe gewesen, davon mal ab. Ja, aber wir sind Stufe 26, sind immer noch am Leben, sind noch nicht gestorben. Wir wurden auch noch nicht angegriffen. Und ja, man kann die Challenge auch so ein bisschen, ja, ich hab mir ein paar Kommentare durchgelesen auf jeden Fall. Und man kann die Challenge auch ein bisschen umwandeln und sagen, ey, zum Beispiel die Arena-Angriffe, die zählen jetzt nicht, weil, ja, weiß ich nicht, weil dann kann man ja sofort immer angegriffen werden und dann weiß man ja Bescheid und so. Und dann, man kann es irgendwie auch so erweitern, dass man sagen könnte, yo, ey, wir lassen jetzt das eine Leben nur für die Dungeons und sowas offen, denn, ne, also falls wir jetzt irgendwie bei einem Dungeon-Gegner auf die Mütze kriegen sollten, dann, den werden wir heute auch auf jeden Fall probieren. Wir machen aber gleich mal einen Arena-Angriff. Dann kann man so sagen, ey, yo, wir lassen alles zählen, außer wenn wir angegriffen werden, sondern es zählen nur unsere eigenen Kämpfe und halt die Dungeon-Kämpfe, ne? Wurde vorgeschlagen, finde ich auch okay, aber für das Pilotprojekt, sag ich mal, um das Ganze so ein bisschen auszuprobieren, fand ich das eigentlich nice, dass man wirklich so die Hardcore-Variante wählt und sagt, ey, wenn ich angegriffen werde, und verliere, dann ist das so. Ich meine, ich bin ja hier noch in Gefilden unterwegs, sag ich mal, wo noch nicht allzu viel Action ist. Ich glaube, die wenigsten spielen hier aktiv, deswegen werden hier auch nicht viele Arena-Kämpfe stattfinden, ne? Muss ja nicht unbedingt sein, dass mein Server rausgefunden wird und ich gesniped werde, sondern kann ja auch einfach sein, dass hier halt irgendwie random jemand angreift, so, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn euch die Challenge gefällt, lasst es mich gerne wissen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wir gehen jetzt mal rein in den nächsten Fight hier, würde ich mal sagen. Ja, der ist Stufe 30, aber von den Werten her ist der absolut wacko. Hier haben wir einen, der hat wahrscheinlich einen Geschicktrank drin oder so, der ist, ja, Stufe 22, hat auch ein bisschen Stärke. Ja, Geschick, weiß ich nicht, warum er so viel hat. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf das Brett hier, ne? Das sollten wir eigentlich hinkriegen, auch wenn er Stufe 30 ist, aber von den Werten her, einzeln und allein von den Werten, sollten wir den eigentlich schaffen. Oh, der hat ja gar keine Waffe drin. Ja, das ist natürlich ein Free Fight für uns, ne? Deswegen, das ist ja natürlich schon mal ganz nice. Und ich habe mir auch so überlegt, das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich so diese Challenge ins Leben rufe. Und wie gesagt, ich finde es ultra nice auf jeden Fall. Ich habe da sehr viel Spaß dran bisher. Und ja, ich hatte mir das auch so überlegt, vielleicht beim nächsten Mal komplett undercover zu machen, also wo man dann sagt, ey, ich erstelle mir hier einfach irgendeinen random Namen, ja, keine Ahnung, ne, da würde halt niemand drauf kommen und dann spiele ich einfach so privat für mich in irgendeiner Gilde vor mich hin, ein paar Tage, bis ich halt sterbe und dann recorde ich das irgendwann immer nebenbei, so, dass ich halt ein paar Folgen im Voraus habe, so, keine Ahnung, wie lange das Projekt halt geht
und dann sage ich mir, ey, ich hau das irgendwann mal raus, falls ich mal, keine Ahnung, falls ich mal jetzt irgendwie ein Wochenende wegfahre oder in Urlaub fahre, dass man dann so sagt, jo, jetzt kommen die ganzen Folgen online von dem und dem Projekt und dann wird halt quasi mein Name geleakt, wenn es halt aber eben schon zu spät ist, so dass ich halt nicht abgefarmt werden kann. Ne? Andere Sache, die auch vorgeschlagen worden ist, den Namen zensieren. Ja, natürlich habe ich da auch dran gedacht, das zu tun. Allerdings musst du es halt immer zensieren. Das heißt, falls ich jetzt von dem Bildschirm hier zu Dungeons wechsle, dann muss der Zensurbalken halt weg. Oder wenn ich in die Ehrenhalle gehe, dann muss das halt hier immer so zensiert werden. Das ist übel schwer zu machen. Und ja, also für mich zumindest, ja, für meine Fähigkeiten. Und deswegen, ja, den Namen zensieren einfach so ein bisschen schwierig. Aber ist natürlich auch eine Option, an die ich gedacht habe, ne, ganz klar. So, übrigens in der Festung, ja, sind wir hier soweit, ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe, uns fehlen 3 Gold, dann können wir hier auch den Steinbruch tatsächlich angreifen, ja. Komm, wir nehmen mal hier einfach so eine Quest an. Ich habe leider hat man nicht unbegrenzt Sanduhren, ne? Ich muss ein bisschen haushalten mit meinen Sanduhren hier, ne? Ansonsten, ja, es ist Tag 3 und wir haben immer noch nicht das Sammelalbum gefunden. Ist ein bisschen schade, ja, aber kann man nichts machen, auf jeden Fall. Müssen wir so hinnehmen. Ich habe mir ein paar Tränke auch rausgekauft. So Geschick, Ausdauer habe ich gebraucht, in der Hoffnung, dass danach dann das Sammelalbum kommt. Ist leider nicht erschienen. Beim Glücksrad hatte ich, glaube ich, den Intrank gehabt, war das? Ja. Genau. Und ja, hier können wir einmal drehen für Erfahrung, das ist ganz nice. Level 30 sollten wir, denke ich mal, auch schaffen ohne Probleme, ohne dass wir hier drauf gehen. Und ich würde mal vorschlagen, wir probieren jetzt mal den nächsten Dungeon-Boss. Ja, der sollte von den Werten her, wir haben es ja gesehen, sollte der eigentlich noch machbar sein. Ne? Könnte sein, dass die Challenge jetzt vorbei ist. Das ist halt auch so das Ding. Man muss halt abwiegen. Ne? Wann will man genau den Gegner angreifen? Man könnte es natürlich auch berechnen mit SF-Tools so, ne? Aber würde ich persönlich ein bisschen, ja, das würde so ein bisschen den Reiz rausnehmen, so, ne? Sich die Werte anschauen, ja, kann man machen, aber sich die Prozente ausrechnen lassen, bei wie viel der liegt und dann sagen, ey, ab, sagen wir mal 80% oder so, greife ich den an, dann ist der safe, ne? In den meisten der Fälle so. In den meisten Fällen, aber das finde ich ein bisschen, ja, das würde den Ganzen ein bisschen Spannung rausnehmen. Deswegen muss man halt für sich so abwiegen, so, ja, ey, greife ich den jetzt an oder nicht? Und wir greifen ihn an und ja, der sieht eigentlich auch machbar aus, ja, also wenn wir getroffen werden, ja, gar kein Problem, easy, ja, dann haben wir hier den nächsten Dungeon-Boss tatsächlich hier auch besiegt und wir bekommen sogar Epic-Handschuhe, ja, das ist doch mal was, Geschick haben wir hier momentan drin, aber overall, die Rüstung ist halt auch komplett Bullshit, ne? Aber insgesamt haben wir halt ein bisschen mehr Stats, was jetzt nicht verkehrt ist, sag ich mal. Ja, verlieren wir ein bisschen Geschick, aber dafür haben wir halt noch Ausdauer und Glück noch mit dabei, was halt ein bisschen hilfreich ist. Deswegen machen wir das einfach mal. Ist halt schade um die Rüstung, aber ja, kann man auch nichts machen, ne? So, ansonsten müssen wir in die Schwarzwassersümpfe, da müssen wir auch mal vielleicht drauf achten. Ja, ansonsten die großen Quests, die nehme ich noch so an mit den Sanduhren. Ansonsten muss ich hier halt eben schauen, dass ich hier irgendwie ein bisschen weiterkomme, auch abseits von, ja, also wenn meine Sanduhren eines Tages mal aufgebraucht werden sollten, dann, ja, was ja relativ fix geht so, ne, da muss ich hier halt ein bisschen, dann muss ich hier wirklich Free-to-Play am Start sein, so, ne, dann muss man halt wirklich hier die Quest abwarten und sowas alles, ne, das ist, ja, ich sag mal so, es ist interessant. Den Spielstil, den habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, aber ich muss sagen, für das Projekt feiere ich's, da habe ich Spaß dran und da mache ich das auch gerne, dass man das so nebenbei immer ein bisschen machen kann. Ansonsten kannst du hier selbst auf einen Account ohne Sanduhren halt, kannst du hier ja, selbst recht wenig machen. Ja, man kann halt so seine Dailies versuchen abzuarbeiten, aber das war's dann auch, ne? Ansonsten dauert es alles so ein bisschen, aber das ist halt eben auch nur die Free-to-Play-Variante, ne? Man kann es ja auch mal irgendwann testen mit der Pay-to-Win-Variante. Dann wird es aber natürlich ein bisschen schwieriger, weil umso schneller du nach oben kommst in den Rängen, umso aktiver werden dort auch die Leute, die halt eben dort spielen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dann auch in einen Arena-Fight gerätst und dass du halt
ja, gegebenenfalls dann halt auch verlierst, so, ne? Ja, ihr seht, ich habe bisher nicht viele Kämpfe gemacht, ich bin ein Schisser, muss ich tatsächlich so sagen, aber wie gesagt, man muss ja auch eben die Zeit abwarten. Ich hatte jetzt auch schon ein, zwei Mal Stadtwache durchlaufen lassen. Wir können ja auch ein bisschen hier in die Nebenstats mal so ein bisschen pushen, damit wir hier so ein bisschen Defense bekommen. Die kosten ja fast gar nichts hier, das ist ja ja, da kann man ja ein bisschen mal rein investieren, hier auf 420 Basis angelehnt, ja. Ansonsten bei mir in der Gilde ist nicht viel los. Ich bin, glaube ich, also ich würde mal sagen, dadurch, dass ich ja noch nicht angegriffen worden bin und mich noch niemand irgendwie abgefarmt hat, bin ich, glaube ich, bisher noch unentdeckt auf dem Server. Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Also eigentlich, wenn du angegriffen werden solltest, dann würde man ja auch quasi sehen, dass man verloren hat, ne? Es sei denn, man ist, glaube ich, aber da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, es sei denn, man ist so weit von der Ehre halt entfernt, dass der Kampf gar nicht zählt. Das heißt, könnte vielleicht schon angegriffen worden sein, ohne überhaupt zu wissen, habe ich jetzt verloren oder nicht. Das weiß ich gar nicht ganz genau, wie das mit der Ehre aussieht und den angezeigten Kämpfen. Was mich genauso wundert, ist, warum hier meine Dungeon-Kämpfe nicht angezeigt werden. Das Gespenst ist hier von gestern. Aber wir haben ja auch eben gerade einen Dungeon-Boss gelegt, aber wahrscheinlich müssen wir den dann auch speichern, oder? Ich glaube, ich hatte das Gespenst hier gespeichert gehabt, ich bin mir da auch gar nicht so sicher. Sind so Kleinigkeiten, bei denen ich meist immer gar nicht so Bescheid weiß. Ja, aber ich würde mal sagen, wir questen noch ein bisschen. Ja, solange wir die Treibsanduhr noch haben, können wir die auch nutzen, zumindest für die großen Quests. Ne? Und ja, ich bin gespannt, wie weit wir noch kommen. Also ich glaube, der wird nachher nichts mehr werden. Ich müsste mir als nächstes nochmal die Werte anschauen. Alleine von der Stufe her sieht der sehr einladend aus. Ja, da kann man, denke ich mal, probieren, da kann man riskieren, eventuell den nächsten Fight zu starten, natürlich dann in einer Stunde. Ne? Also viel mehr kann man hier momentan nicht rausholen, aber darum geht es auch gar nicht tatsächlich, sondern eher um die Sache an sich, wie viele Tage man surviven kann, ohne halt zu sterben. Und ja, ist halt so Shakes and Fidget Real-Life-mäßig so ein bisschen. Wenn du tot bist, bist du tot. So, ne? Dann kannst du nichts machen. Es sei denn, du bist Demon Hunter, dann kannst du dich auch wiederbeleben. So, ne? Das wäre auch interessant für eine Challenge, aber dafür, ja, weiß ich nicht, ist der Demon Hunter insgesamt zu schlecht und halt, ja, weiß ich nicht. Also für den einen Moment, wenn man halt sterben sollte, ne, und man denkt so, ach scheiße, jetzt ist die Challenge vorbei und der sich wiederbelebt, dann ist natürlich umso nicer, dass er sich dann wiederbelebt hat, dann kann man natürlich übel abfeiern, so, ne? Die Werte sind halt leider garbage, ne? Also das wäre auch interessant irgendwo, aber das wäre mir halt so ein bisschen zu random, muss ich sagen. So, wir sind Stufe 28, wir können noch ein bisschen trinken, ja? Mal schauen, wir haben auch noch gar nichts freigeschaltet hier. Hexe auch noch nicht freigeschaltet, erst ab Stufe 66. Der Schmied ist auch noch nicht freigeschaltet, ja. Aber wir können bald in der Festung ein bisschen hier unser Unwesen treiben. Wenn wir eines Tages Festung mal Stufe 3 haben, können wir hier auch langsam anfangen, Edelsteine zu suchen. Und dann sind wir schon mal ein bisschen besser aufgestellt als jetzt momentan, weil eine gewisse Ritterhallen-Stufenpunkt, ja, also ein paar Stufen sind ja schon da von der Ritterhalle und deswegen, da kann man ja schon mal so ein bisschen mitarbeiten, würde mich hier schon zumindest ein bisschen carryen, ne? Wenn man da mal einen guten Stein finden würde, das wäre schon ganz nice. So, wir gehen noch ein bisschen in Ausdauer rein. Und noch ein bisschen in Geschick hier. Und den Rest in Glück. So, und jetzt warten wir auf unseren nächsten Fight in 25 Sekunden. Hier haben wir zum Beispiel so einen Lümmel-Lachs hier, einen Demon Hunter. Oh, der hat aber schon... Alter, der hat bessere Werte als ich. Also da würde ich verkacken. Ne? Da würde ich, glaube ich, reinscheißen jetzt, wenn wir den angreifen. Vor allem, wenn er sich wiederbelebt, dann ist halt komplett over. Ja, hier haben wir einen Krieger, der hat einfach alles gelevelt so. Und dann haben wir hier einen Kundschafter. Den würde ich, glaube ich, als nächstes angreifen wollen. Ich glaube, wenn wir den angreifen, den könnten wir besiegen. Der ist, ich weiß gar nicht, warum mir der vorgeschlagen wird. Und ja, er ist hier wahrscheinlich auch machbar so. Aber der hat mir auch zu viele Nebenstats einfach. Keine Ahnung. Auch so viel Glück reingeskillt. Der krittet mich nachher weg. Wir nehmen mal den Kundschafter und hoffen einfach darauf, dass wir jetzt nicht sterben. Ja, aber wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen vorankommen, ne? Und die Arena-Kämpfe, die bescheren uns halt eben auch
Erfahrung. Deswegen, hey, jeder Kampf ist riskant, ne? Wirklich, ohne Scheiß. Jeder Kampf ist hier, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir leveln lieber noch ein bisschen. Wir questen noch ein bisschen, bevor wir hier uns in den Kampf wagen. Ja, das ist wirklich, ja, dadurch, dass du halt in der Arena von der Stufe her, wo du den nächsten die 3 nächsten Arena-Gegner freischaltest, bleibt die Stufe halt eben da stehen. Du kannst halt in der Zwischenzeit weiter leveln und die Stufe bleibt da halt trotzdem stehen. Und so kannst du halt auf, sag ich mal, Nummer sicher gehen. Kannst dir noch ein kleines Polster schaffen, bisschen noch in der Zwischenzeit leveln. Und ja, Intelligenz, Ausdauer, das sind Sachen hier, ach nee. Obwohl, ja, der ist wahrscheinlich besser, ja, der ist besser als mein jetziger Helm. Deswegen nehme ich den mal einfach mit. Stufe 29, sehr schön. So, ja, also wir verlieren zwar 6 Geschick, aber zumindest bekommen wir ein bisschen Nebenattribute durch die Ausdauer. Intelligenz eher uninteressant für uns. Aber ja, jetzt sind wir hier schon auf den doppelten 300. Das ist jetzt schon ganz... was haben wir hier? Stärke und Glück. Ja, ich meine, ist halt auch ein Sockel drin, ist interessant. Glück wäre halt so ein bisschen, ne, das ist halt hier unser altes Epic, was wir hier noch haben. Ja, Ich meine, die Anfangswerte sind gar nicht so verkehrt. Dann kann man die noch ja, ein bisschen als Defense nehmen gegen die Gegner in der Ehrenhalle. Und uns fehlt halt immer noch, wir müssen unbedingt eine Kette finden. Ne? So ganz dringend. So, ich will aber keine Pilze dafür bezahlen. Das ist halt das Ding jetzt so an der Sache. Ne? Hier haben wir noch einen Ring mit 5 mehr Ausdauer. Auch interessant, auch plus Sockel. Ja, soll ich das jetzt mitnehmen oder nicht, Alter? Das ist halt auch wieder eine 10-minütige, ne? Das ist halt auch einfach wieder eine 10-minütige. Ja, komm, scheiß drauf. Nehmen wir das einfach mit. Haben wir noch ein Item? Nö. So, ja, setzen das mal hier ein. Zack. Das... ein Gold, klar, also dem traue ich nicht hinterher. So, und dann gehen wir mal rein in den Fight, ein bisschen stärker als vorher. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Ja, wir haben bessere Statpunkte, wir haben mehr Leben, ja, aber, und wir weichen gut aus, aber er teilt auch ein bisschen Schaden aus, ja, aber wir sind trotzdem noch relativ safe. Wäre er jetzt irgendwie, keine Ahnung, kann ja passieren. Wäre er jetzt irgendwie 5-mal ausgewichen und hätte uns nur gekrittet, dann wäre es das schon gewesen mit der Challenge. Ne? Also es ist nach wie vor immer noch sehr riskant, Arena-Angriffe zu machen hier. Ne? Aber für die heutige Folge soll es das erstmal soweit wieder gewesen sein. Ja? Wir sind Stufe 29. Ich werde den Rest natürlich noch der Alu noch zu Ende spielen heute. Dann sollte ich noch definitiv Stufe 30 werden, denke ich mal. Werde hier ein bisschen mehr in der Festung freischalten und ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob wir morgen ja, noch den 4. Tag dann auch noch überleben. Bin gespannt und ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.